Hallo ihr Lieben, heute bearbeite ich nochmal das Journal von der lieben Uschi Stoffels. Wir tauschen ja in der Aktion Hashtag 2artjournals2 jeweils 2 Journals hin und her und wir sind jetzt eigentlich schon fast fertig. Also ich habe Uschis Journal heute zum letzten Mal und dann tauschen wir nochmal zurück, sodass jeder seine Original-Journal hat und dann machen wir noch ein Abschlussvideo mit einem kleinen Fazit und vielleicht noch so ein paar Finishing Touches nennt man das ja, also so letzte Kleinigkeiten, die man da noch als Highlight setzt oder sonst was. Ich möchte gerne diesen Ohrring befestigen. Und zwar, ich weiß nicht, sieht man das hier? Das ist so, der ist so irisierend in Farbschattierung lila, grün, gold. Und das entspricht genau den Farben hier auf dem Cover. So, und jetzt habe ich überlegt, wie mache ich das Ding denn fest? Da hatte ich erst überlegt, dass ich hier vielleicht so eine Kordel hier festmache, mit der man das auch zusammenbinden kann. Aber andererseits, wenn man das so hat, sieht nicht so schön aus und letzten Endes ist es ja eigentlich auch relativ zu, ne? Das ist ja kein Krokodilmund oder so. Da braucht man nicht unbedingt eine Bindung. So, und dann habe ich mir überlegt, ich mache hier eine kleine Öse rein, ne, mit der Crocodile und binde da diesen Ohrring quasi, diese Perlen fest, sodass das hier so runterhängt. Hat man noch gleichzeitig so einen kleinen Öffner. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil das hier recht dick ist, ob das, wenn ich das hier so gegenhalte, ob das so richtig funktioniert. Schlimmstenfalls muss ich da was drüber kleben. Also ich hoffe mal das Beste und drücke die Daumen. Dann biegen wir hier die Öse auf. Und Öse wieder zu. Okay. Hübsch. So, das ist die Seite Liebe ist alles. Wir haben ja jede Seite mit einer Affirmation hinterlegt. Und da habe ich mir noch überlegt, dass ich auf dieser Seite das Liebesthema noch ein bisschen mehr herausbringen möchte. Also dieses hier war ja eine Frau, die hatte hier einen Oscar in der Hand. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich war auch der Meinung, Uschi hat das Bild reingeklebt, aber das war tatsächlich ich. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber das Thema Liebe muss hier noch ein bisschen mehr mit rein. Deswegen habe ich mir hier noch so eine rote Rose rausgesucht. Das heißt, die macht jetzt nicht mehr das Victory-Zeichen, wenn ich die hier so hinklebe, sondern die hält eben die Rose in der Hand. Ne? Das ist jetzt mit der Hand nicht perfekt, aber man versteht, was es sein soll. Das klebe ich hier hin. Dann habe ich noch so ein altes Lackbild von mir als Kind. Da habe ich den Rand abgeschnitten. Das war also auch hier so ein gelbes Herz. Die Farbe passte nicht so gut und das werde ich dann hier hinkleben. Und ich finde, die guckt natürlich froh, dass sie einen Oscar gekriegt hat, aber ich finde, die sieht auch ziemlich verliebt aus. Ne? Also da kann man sich einbilden, dass es entweder in den ist oder in irgendwen anders. Dann habe ich noch so einen alten Kettenanhänger mit Love. Da habe ich erst überlegt, ob ich ihr das so als Kette anbamsel und nehme da hier so Reste von einer alten Kette und mache das hier so fest. Da hätte man würde das hier irgendwie befestigen, diese beiden Ösen, dann hätte man hier so ein locker schlackeriges, schönes Element, aber ich fand, das war ein bisschen, weiß ich nicht, passt nicht so gut. Und deswegen werde ich das nehmen und hier als Nummernschild hinkleben. Das passt hier auch genau hin. Dann werde ich nochmal versuchen, diese beiden Ösen hier abzubrechen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja. Und die auch. Okay. Also kommt hier Love als Nummernschild hin. Dann habe ich noch hier, das ist aus dem Action-Block. Weiß nicht, wie der jetzt heißt. Das klebe ich hier hin, weil mir das hier irgendwie, wenn man es von dieser Seite sieht, ein bisschen zu kahl ist. Das kommt also hier unten noch hin. Dann habe ich noch aus einer Zeitschrift Live, Life, Love. Ich finde, das passt ganz gut, weil diese
drei Herren hier, die machen ja irgendwie was ziemlich Waghalsiges, ne? Und also die genießen das Leben und lieben das Leben und das passt für mich also hier richtig gut hin. Auch noch, um diese gerade Linie so ein bisschen aufzubrechen. Und dann habe ich auch noch von mir als Kind so ein Lackbild mit so einem verliebten, süßen Kinderpärchen, mit einem kleinen, süßen Hund. Und das kommt noch hier hin. So, das klebt jetzt hier alles fest. Dann hatte ich mir erst überlegt, ob ich hier noch so mit 2 Herzstempeln arbeite, aber das ist mir alles zu viel. Also ich würde sagen, das reicht jetzt so. Da kann ja Uschi dann noch mal gucken, ob sie noch letztendlich irgendwas macht. Klebt das alles fest. Dieses hier hält noch nicht so wirklich gut. Also es hat schon angezogen, aber es klebt noch nicht fest. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Dieses hier war die Affirmation, dem Geflüster der Hoffnung lauschen. So, da hatte Uschi das hier noch rangeklebt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hier irgendwie was wert ist. Also mir gefällt das persönlich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber Merit Oppenheim, ein schlimmes Mädchen. Ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht hier drauf gemacht hat. Also ich hatte mir jetzt dieses hier rausgesucht und wollte das hier eigentlich raufkleben irgendwie. Weil ich finde, dass das diese Seite hier irgendwie nochmal so ein bisschen wiederholt. Weil ich aber nicht weiß, ob ihr das hier wichtig ist, klebe ich das hier einfach mit einem Streifen Tesafilm rauf, sodass man das noch blättern kann. So. Okay. So, bei dieser Seite stört mich ehrlich gesagt der weiße Hintergrund. Ich nehme ich jetzt einfach so einen Faber-Castell Buntstift und schraffiere hier so ein bisschen rüber. Und nehme einen Wassertankpinsel und löse das so ein bisschen an, dass sich das ein bisschen verschmiert. So, ich denke mal, in der Kamera wird man das gar nicht groß erkennen, aber es ist jetzt so ein bisschen hellblau, es ist nicht mehr weiß, ne? Und dann fehlt mir hier so ein bisschen Schatten und so ein bisschen ja, Kontur, ne? Also zum Beispiel von den Blumen hier. Da nehme ich mir jetzt auch noch mal so ein Albrecht Dürer und zwar Tannengrün. Und da gehe ich einfach hier noch mal so lang und umrande das so ein bisschen. Das werde ich auch gleich mit Wasser noch ein bisschen anlösen. Aber so fallen die Blumen ein bisschen mehr ins Auge. Und weil ich gerade dabei bin, mache ich das bei der Frau auch. Dass sie also nicht so in den Hintergrund verschwindet, sondern ein bisschen mehr auffällt. So, und auch den Wassertankpinsel ein bisschen anlösen. Und jetzt finde ich aber, dass diese einzelnen Pusteblümchen total untergehen. Also ich fand die eigentlich hier so, weil das ja hinten im Hintergrund ja auch eine Frau ist, die die Blumen pustet, auch wenn man da nicht mehr viel von erkennt. Deswegen nehme ich mir da noch mal so ein, was ist das? Geraniumrot hell. Das wiederholt ungefähr so dieses dunkle Orange und umrande die damit noch mal. Damit die ein bisschen mehr auffallen. Auch wieder anlösen, ein bisschen verschwimmen. Und dann stört mich hier, dass hier so harte Kanten sind und dieses Bild so
ja, wie so ein Fremdkörper da reingeklebt ist. Dann nehme ich mir so ein bisschen Washi-Tape, das die Farben und Blumen und sowas hier widerspiegelt. Reiß das in der Mitte durch, sodass ich unregelmäßige Kanten habe und klebe das mit den unregelmäßigen Kanten nach außen hier fest. So, ist das ein bisschen mehr eingebunden. Okay, dann habe ich hier noch so ein paar Glitzerblümchen. Ich glaube, die habe ich auch mal von der Uschi bekommen. Und die passen hier farblich und so auch richtig gut hin. Das heißt, die nehme ich mir, wenn ich sie abkriege, und klebe die hier in der Mitte von den Blüten. So. Dann habe ich hier noch so eine 3D-Farbe. Und damit werde ich hier unten die Pünktchen auch noch mal ein bisschen hervorheben. So, das muss jetzt erstmal eine Weile trocknen, sonst verschmiere ich diese Farbe. So, das ist die Seite Gedanken fließen lassen und sein. Da finde ich diese Libelle wunderschön und die Farben auch. Und deswegen habe ich mir hier so ein Blatt rausgesucht, das ich hatte. Aus der Flow ist das mal. Und das wollte ich hier ist auch so ein Loch schon vorgesehen, mit der Crocodile auch mit einer Öse hier festmachen. Das passt farblich und thematisch, finde ich, unheimlich gut hier zu der Seite. Und da nehme ich jetzt eine silberne Öse, weil hier auch ein silbernes Schild ist und auf dieser Seite ist zwar auch Gold, aber die Blumeninneren sind auch Silber und deswegen finde ich, passt das ganz gut. Das ist hier jetzt dran. Dann, das Thema ist ja Gedanken ziehen lassen und sein. Und da möchte ich ganz gerne noch mit dieser Schablone, die ich heute dann das erste Mal benutze, mit diesem hier mit weißem Gesso noch mal drüber gehen, sodass ich hier so einzelne Blümchen habe, die so die Gedanken, die durch die Gegend fließen, symbolisieren sollen. Und dadurch binde ich diese verschiedenen Dinge auf der Seite noch ein bisschen miteinander, bringe ich die miteinander zusammen. So, da fangen wir hier mal an. So habe ich ein kleines Schwämmchen und tupfe hier einfach. Und das Schöne ist, dieses Gesso ist relativ dünn. Das heißt, man wird dann den Untergrund noch durchsehen. Aber nichtsdestotrotz hat man da so eine Verbindung geschaffen, ne, zwischen den einzelnen Elementen. Ach so, hier auf dem Zettel steht übrigens kein Grund zur Eile, kein Grund zu glänzen, kein Grund, jemand anders zu sein als man selbst. Und das passt ja auch wunderbar zu Gedanken fließen, ziehen lassen und sein. So, dann ist mir das hier unten noch irgendwie zu nackig und zu abrupt beendet hier mit dem Seil und so weiter. Und da habe ich hier noch so ein bisschen mit Ostereierfarben gefärbte Verbandsmull. Ich finde das so toll. Das hat so, ich weiß nicht, kann man das erkennen, so verschiedene Schattierungen und das glänzt auch so ein bisschen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Dann wollte ich das gerne so rum hier hinkleben. So mit der geraden Kante nach außen und dass das hier auch so ein bisschen rumschlackern kann. Ne? Und hier unten ist das praktischerweise, das war jetzt Zufall, da wo hier unten nichts mehr ist, da steht das auch noch so ein bisschen vor, also sehr praktisch. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Stück, das wollte ich dann gerne
ja, ein kleines Stück hier so anbringen. Das schneide ich mal durch. So. Komm her. Ein kleines Stück hier anbringen. Einfach als Hingucker. Und ein Stück hier. Jetzt kommt dieser schillernde Effekt hiervon. Irgendwie finde ich, wird der jetzt noch ein bisschen deutlicher. Hier hat gerade die Kamera nicht aufgenommen. Ich habe jetzt mit so einem kleinen dünnen Washi-Tape mit so Sternchen drauf hier oben einen Streifen gemacht und hier unten. So, und dann habe ich hier noch zwei Federn. Das sind scheinbar so Wachtelfedern eingefärbt mit Farbe oder künstlich nachgeahmt, eher wahrscheinlich. So, und da passt das Rot hier wunderbar zu und dieses Grün passt hier wunderbar zu. Und hier hat man ja diese Hände mit so einer Schale, also da wird ja irgendwas so gereicht und da ist ja nichts drin soweit. So, und da mache ich dann hier diese Federn hin, so dass das so aussieht, als wenn diese Federn gereicht werden. So, da stelle ich jetzt erst noch mal was Schweres drauf, damit das schön anziehen kann. Und weil hier unten die Stiele von den Federn so komisch rausstehen, das gefällt mir nicht sonderlich, klebe ich da jetzt noch hier so eine Glitzerblume drauf. So. Und hier oben ist noch ein Herz festgebunden an diesen Bändern. Und da werde ich an dieses Ende jetzt so einen Engelsflügel mit anbinden, weil das Motto ja ist, ich vertraue mir 100%, und das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich geborgen fühlt, und ein Schutzengel ist da ja auf jeden Fall die richtige Wahl. So, hier habe ich jetzt einen Clip drauf, damit das in Ruhe trocknen kann. Und hier habe ich jetzt den Engelsflügel festgemacht. Gut, das lassen wir jetzt noch mal ein bisschen dran. So, und dann, das Thema ist ja einfach loslassen. Und da waren mal ursprünglich, glaube ich zumindest, dass das hier, das hatte die Uschi ganz zu Anfang draufgeklebt. Ich meine, das waren Luftballons. Und hier waren ja diese ganzen bunten, ja, so als Luftballonschnüre hatte ich das angesehen. Und weil das Thema ja schon mal Luftballons war und einfach loslassen, das heißt, wenn ich einen mit Helium gefüllten Luftballon loslasse, fliegt der ja nach oben. Deswegen werde ich jetzt hier diese ganzen Kreise, die man hat, auch wieder in Luftballons verwandeln. Und dazu nehme ich Posca-Pens. Das sind die dünnsten, die ich habe, einen in schwarz und einen in weiß. So, ich mache jetzt hier erstmal die Formen. Die können ja auch in verschiedene Richtungen fliegen. Die müssen ja nicht alle in eine Richtung fliegen. Und hier wird auch ein Ballon draus. Hier kommen die Schnüre drum und die Bänder. Ups. Die fliegen alle wild durcheinander. Der fliegt nach da, der fliegt hier hin. Hier im Hintergrund sind auch ein paar. Und dann können wir einfach die Luftballons noch ein bisschen gestalten mit den verschiedenen, mit dem schwarzen und dem weißen Posca-Pen. So,
Mehr möchte ich an dieser Seite jetzt auch gar nicht machen. Dann kommt Herausforderungen bringen mich voran. Die ist in meinen Augen eigentlich schon ziemlich fertig. Ich habe hier noch so eine Spitze mit so Blümchen drauf und ich finde, das passt hier eigentlich sehr gut vom Gefühl dazu, weil das alles so ein bisschen luftig, duftig, Aprikotfarben ist und so. Da schneide ich mir einfach so ein paar aus und klebe die hier mit auf die Seite. Muss mal gucken, wohin. Zum Beispiel hier eine. Das ist gut, weil hier ist ja so auch von den einzelnen Linien gerade der Übergang. Das ist schön, wenn man das so ein bisschen aufbricht. Da kommt eine hin. Dann kommt hier auf jeden Fall eine hin und hier unten eine. Ich muss mal gucken. So, und ehrlich gesagt möchte ich an der Seite auch gar nicht mehr machen. Also für mich ist das rund. Die nächste Seite ist meine Träume wahr werden lassen. Und ich muss sagen, die Seite ist für mich eigentlich auch schon ziemlich fertig. Hier diese Bordüre, die finde ich auch total süß mit den Blümchen. Da hätte ich noch Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität von Marie Curie. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich das hier hinkleben sollte. Also hier unten ist das schade, weil man das hier alles überklebt. Hier ist es schade, weil man das überklebt. Hier vielleicht am Rand. Hier an den Rand könnte ich mir das noch, wobei hier steht ja eigentlich auch schon zu viel. Oder ich schiebe das hier, passt hier noch was drunter? Genau. Hier unten drunter ist ja noch Platz, das heißt, ich schiebe das einfach drunter und zwar unter dieses lilafarbene, also ganz drunter. Dann ist das da, ne? Weil das ja ein wunderschöner Spruch ist. So, er ist da, aber er klebt nicht auf der Seite. Dann hätte ich noch Live Your Best Life. Das passt ja zu meine Träume wahr werden lassen, aber das gilt eigentlich das Gleiche. Wo soll ich es hinkleben? Aber wenn ich jetzt hier nur einen Spruch nehme, den vielleicht noch ein bisschen schmaler mache, hat das zwei Vorteile. Einmal habe ich unregelmäßige Kanten, was ich persönlich schöner finde als glatte Washi-Tapes. Und es ist schmaler. Jawohl. Und ich glaube, das gleiche klebe ich hier noch mal hin, weil das hier auch noch ein bisschen kahl ist. So, und mal ehrlich, mehr möchte ich gar nicht machen. Ich finde die Seite schön, wie sie ist. Die nächste Seite hat das Motto vom Fließen zum Sprießen. Da habe ich auch in Grün. Ich bin nicht gescheitert. Ich habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben. Thomas Edison. Ich finde, mit dem Grün passt das hier wunderbar hin. Und hier ist ja auch, außer schön, dass es dich gibt, ja weiter noch kein Spruch drauf. Das heißt, den möchte ich hier oben hinkleben. Dann haben wir ja das Thema Sprießen. Das heißt, irgendwie müssen da noch so ein paar Blumen mit rein in meinen Augen oder irgendwie ein Gewächs. Da habe ich zufällig hier von so einem Stickerbogen hier so ein ja, so einen Blumenkranz. Den dachte ich, könnte ich hier so rüberkleben. Dann habe ich hier noch so ein paar Blümchen als Aufkleber. Die klebe ich hier jetzt auch irgendwo noch hin. Die sind so filigran, da mache ich jetzt keinen extra Kleber drunter. Und wenn sie ab sind, sind sie ab. So. Ups.
So, jetzt habe ich hier die Blümchen drauf. Sie hier einfach verteilt. Und in meinen Augen reicht das auch schon. Dann kommt die letzte Seite, die hat das Motto: einfach machen ohne Bewertung. Da ist noch gar kein Spruch oder sowas drauf. Doch hier Glücksregen für dich, aber so normal noch nicht. Und da habe ich diesen: zufrieden mit sich selbst. Und das passt ja auch super, denn wenn man ohne Bewertung einfach vor sich hin arbeitet, dann bedeutet das ja auch, dass man mit sich selbst zufrieden ist. So, die Seite kann man auch von überall angucken. Und da ist hier auch noch so ein loser Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob Uschi den hier eigentlich einkleben wollte und es vergessen hat oder ob ich den jetzt einkleben soll. Ich weiß es nicht. Wir werden ihn auf jeden Fall benutzen. Der passt auch farblich hier richtig gut zu. Hier unten zum Beispiel. Hier passt der gut hin. Wenn wir noch ein bisschen beschneiden. So. Der kommt auf jeden Fall dahin. Wobei, der könnte auch gut hier hin, ne? Hier hin. Ja, hier passt der noch viel besser hin. Einmal, weil da der Hintergrund noch ist und hier ist wirklich eine richtig kahle Ecke. So. Zufrieden mit sich selbst kleben wir am besten hier hin. Wobei hier muss doch auch noch was hin und hier auch. Das ist, weiß ich nicht. Das sieht komisch aus mit den ganzen abgeschnittenen Kanten hier. Hier können wir mal ein Stück abreißen. Jetzt kleben wir mal richtig fest. So. Dann habe ich hier noch ein Washi-Tape, da steht drauf Dream the Moon. Und dann sieht man so Blumen, die wie der Mond die Sicheln bildet. Ne? Also hier in der Mitte der Vollmond und dann Halbmond und Sichelmond. So, da könnte ich hier noch was drauf machen, alleine damit da was ist. Ne? Das gleiche mache ich hier. So, und hier mache ich davon auch noch einen Streifen runter, weil ich finde auch, das sieht irgendwie komisch aus. Und hier mache ich auch noch einen Streifen. Und ich finde, hier fehlen auch noch ein paar Sprenkel. So, das sind vom Action diese Metallic Aquarellfarben. Gucken wir mal, was nehmen wir. Das ist schön, ne? Vor allem auch auf dieser Seite, um dieses Türkis noch ein bisschen mit rüber zu bringen. Dann ist das Blau schön. Und das hier könnten wir eigentlich auch noch mal nehmen. Zum Beispiel das hier noch ein bisschen. Und noch ein bisschen in diesem, ja, Kupfer ist das, glaube ich, ne? Okay. Das müssen wir jetzt erst einmal trocknen lassen. So, gucken wir uns das Endergebnis nochmal an. Hier ist dieses Gebamsel jetzt dran, in den richtig schönen schillernden Farben, so wie das Cover auch ist. Das ist hier die Innenseite, da habe ich nichts weiter gemacht. Hier fehlt übrigens noch so eine Shaker-Karte, die Uschi gemacht hatte. Die war hier eigentlich oben rangeklipst. Also ich habe sie hier nicht. Ich hoffe ja mal, Uschi, dass die bei dir ist. Dann haben wir die Seite Liebe ist alles. Das sieht jetzt so aus. Dann haben wir dem Geflüster der Hoffnung lauschen. Da ist hier ja der Schmetterling zum Hochklappen. Und hier unten die Frau jetzt mit dem Bild von der Uschi. Und das Ganze kann man hier umklappen.
Dann haben wir Ich vertraue mir 100%. Nein, Gedanken fließen lassen und sein. Das finde ich hier mit den schillernden Farben auch so richtig schön. So. Ich vertraue mir 100%. Hier mit den Federn, die hier oben ja locker sind. Hier auch. Und hier unten dieses Blümchen noch. Dann haben wir einfach loslassen. Da sind ja jetzt die Luftballons, die in alle Richtungen fliegen. Und auch halbe Seite vom Engel. Dann haben wir Herausforderungen bringen mich voran. Da hatte ich jetzt eigentlich nur die Blümchen hingeklebt, weil ich finde die Seite rund, wie sie ist. Vielleicht fällt Uschi noch was Schönes ein. Dann haben wir meine Träume wahr werden lassen. Die Seite finde ich auch richtig schön. Dann vom Fließen zum Sprießen. Das ist ja hochspannend. Das kann man ja aus allen Richtungen irgendwie sehen. Nur von der Richtung nicht. So. Und dann letzte Seite. Einfach machen ohne Bewertung. Die kann man auch von allen Seiten sehen. Moment. Kann man ja umklappen. Zufrieden mit sich selbst. Alles sehr maritim. Und von hier Bockspringen. Und dann ist hier die Rückseite. Da habe ich gar nichts gemacht. Die finde ich auch total schön, wie sie ist. Ja, das war wie gesagt das letzte Mal, dass ich jetzt Uschis Journal hatte. Jetzt kriegt sie das noch einmal und macht noch ein Video damit. Und ich mache noch ein Video mit dem Journal, das ich von ihr jetzt zurückbekomme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.